Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und wir brauen heute zusammen ein Rezept mit Dave. Moin zusammen, Dave hier. Dave kennt ihr bestimmt von seinem Kanal Malz und Hopfen und es gibt auch den englischen Kanal, der heißt Daves Hopfenstube. Genau, schaut da mal rein, die werde ich bei dir in der Videobeschreibung verlinken. Und wir brauen jetzt ein Rezept aus seinem anstehenden Buch, was demnächst herauskommt. Das Buch heißt Bierbrauen für Einsteiger. Schnell, einfach und günstig zum eigenen Bier. Genau. Ich habe es mir auch schon vorbestellt, denn ich denke, das ist eine gute Sache, dass man hier die Autoren unterstützt. Und es steht bestimmt noch was drin, was ich nicht weiß. Zum Beispiel, das habe ich jetzt gerüchteweise gehört, gibt es da was, wie man Flaschenbomben verhindert. Und ich habe immer das Gefühl, ich müsste da nochmal zum Thema nachlesen. Wer meine älteren Videos kennt, der kennt vielleicht das Video, wo ich ein ganzes Partyfässchen mit einem Mild Ale gesprengt habe. Oh wow. Und wir brauchen heute wieder ein Mild Ale, deswegen habe ich da Nachholbedarf. Das nutzen wir jetzt also. Wir brauchen eins der Rezepte, die auch in seinem Buch sind. Wir brauchen aber eine kleine Variante davon, wie er das früher auch schon mal gebraut hat. Und das war May the Mild Month be with you. Ne? Genau, so heißt es. Dark Mild. Ja, aber das heißt tatsächlich so ein bisschen vom Ron Pattinson nämlich angelehnt, weil er ja sagt, May ist Mild Month. Und dann dachte ich so, und dann mache ich dann irgendwie so eine kleine Anspielung auf Star Wars halt auch noch mit. Und ja, genau. Weißt du, woher das kommt, dieser Mild Month? Nee. Das ist Camera, die bewerben das. Der ganze Mai soll der Mild Month sein. Stimmt. Ja, wo man dann entsprechend die Biere dann braut und so in England. Und das ist ein toller Bierstil, der ist super einfach zu brauen, der ist schnell trinkfertig und hat wenig Alkohol und man kann da so viel von trinken. Das ist auch wichtig. Also mega. Also einfach ein geiler Bierstil, den ihr unbedingt auf jeden Fall mal brauen sollt. Deswegen, ich glaube, das Rezept wird euch auch gut gefallen. Genau, das Rezept, was wir jetzt machen, das ist so im typischen 90er-Jahres-Stil. Das heißt, wir haben keinen Zucker mehr. Obwohl ich hier meine liebe Flasche Brewers Caramel zur Hand habe, werden wir die wahrscheinlich leider nicht benutzen. Beim nächsten Mal. Und ja, wenn man den 60er-Jahres-Stil braut, dann sollte man auch Ingwerzucker Nummer 3 benutzen. Das machen wir alles ein andermal. Habe ich aber auch schon mal bei einer Mild-Variante gemacht und das ist auch super gut geworden. Aber ja, könnt ihr auch dann einfach mal handhaben wie so ein Dachdecker. Ne? Also könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Wie viel Prozent würdest du denn zum Beispiel von so einem Nummer 3 mit Zuckersirup reinmachen? 10% ist so ein guter Wert. Ja. Ne? Also ich habe Rezepte gesehen, die gehen bis 20, aber das ist dann schon schwierig. Viel, ne? Man muss auch aufpassen, dass die Hefe dann nicht in dem Anfang der Gärung sehr, sehr heiß wird. Ne? Da muss man schon gut kühlen können. Jo, okay. Okay, unsere Schüttung. Nur Malz, wie ich gesagt habe. Wir fangen an mit 86% Pale Malt, 5,4% Caramel. Das ist das Karamellmalz, was so ein richtig starkes Aroma nach Karamell hat. Also dann muss man so an Werthers Original oder sowas denken. Ich habe das mal in Bitter ausprobiert, da passt das nicht so richtig. Aber ich glaube, in einem dunklen Bier wäre das richtig gut. Ich habe leider keins mehr da, deswegen nehmen wir Cara Gold. Das ist ein Ticken heller und macht mehr so ein keksiges, malzverstärkendes Aroma. Das ist eine gute Wahl. Um das Ganze dunkel zu kriegen, kommen 5,4% Pale Chocolate Malt rein. Da ist der Dave ein echter Fan von. Ich habe das selber bisher selten benutzt. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, es ist halt einfach nicht so krass röstig, nicht astringierend und tatsächlich eher auf der schokoladigen Seite, anstatt jetzt wie bei so einem, ja, ich sag mal, sehr stark gerösteten Chocolate Malt. Also wir sind ja bei 500 EBC hier, bei einem Chocolate Malt eher so bei 1000, 1500 teilweise sogar. Und da finde ich halt wirklich, da kommt eher so Zartbitterschokolade, Milchschokolade eher so ein bisschen raus. Das geht auch Richtung Kaffee dann, ne? Genau, nicht so stark in Richtung Kaffee eben. Ja, also das ist nicht. Genau, finde ich super. Genau, und das runden wir ab mit 2,9% Crystal 150. Das habe ich natürlich immer im Haus. Das ist von Warminster diesmal. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie wichtig das ist, da den Unterschied zwischen den Melzereien zu machen, auch Absolut. in England. Ja. Versucht auf Deutsches zu verzichten, wobei man sagen muss, wenn es nicht gerade Weyermann ist, die machen ein sehr fruchtiges Karamellmalz, die anderen gehen schon Dingemanns, Bestmalz und wie sie alle heißen. Wobei ich muss auch sagen, ich habe mal ein Rezept gemacht, das Kinder English Porter, das kann man auch noch irgendwo, glaube ich, online finden und ansonsten packe ich es auch noch mal mit rein. Und das ist tatsächlich komplett mit deutschen Zutaten gebraut. Ja. Und also gerade auch bei den Malzen und finde ich halt echt abgefahren, es ist trotzdem relativ stiltypisch geworden. Aber man muss da halt aufpassen und sehr viel experimentieren, definitiv. Ja, es sind auch nur die Karamellmalze, die da so sind. Also Röstmalz, Basismalze kaufe ich auch in Deutschland. Hier unser Pale Malt, was wir heute benutzen, ist von Weyermann. Die lieben Leute, die in der Hobbybrau Facebook-Gruppe darauf bestehen, dass man das R bei Knuspermalz dran macht. Aber nicht an ihren Nachnamen das R schreiben. Naja. Okay. Also gut. Die Hopfung ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir machen jetzt nicht die Variante wie im Buch, sondern wir machen Target. Genau, und sogar mit Doldenhopfen. Ich habe zufällig ein frisches Paket Target zur Hand. Das ist richtig geil. Und ich wollte gerade schon dem David sagen, wie schade, dass ich nur noch Pellets habe. Es gibt in Deutschland momentan Doldenhopfen. Bei braun.de habe ich die gekauft. Toller Shop. Wir nehmen das Video gerade zum ersten Advent auf. Ich hoffe, dass ich es auch zeitnah verarbeitet kriege. Da müssen wir mal gucken. Im Moment brauche ich ein halbes Jahr, um meine Videos zu editieren. Kommt vielleicht ran vor. Vielleicht gibt es dann auch die Target-Sachen.
Also Anfang der Witterung, Target, letzten 10 Minuten oder 5 Minuten. Vielleicht gucken wir mal das Rezept. Ich glaube 5 Minuten waren es, ne? Nochmal Target und im Whirlpool auch Target. Im Whirlpool weiß ich, das macht ein geiles Zitronenaroma. Als Witterung ist der ein bisschen harsch, aber das könnte bei Malt, wo wir eh nur auf 18 Ibu gehen, völlig wurscht sein. Ja. Und die letzten 10 Minuten bin ich mir nicht so sicher, was er da macht, oder letzten 5. Der macht dann irgendwie so ein bisschen was Kräuteriges, was man Auch gut. nur Ja. dezent bemerkt. Muss man schauen, was rausschmecken. Coole Kommt Sache. mir lecker vor. Ja. Und Hefe? Ja, Hefe ist ein bisschen abenteuerlich. Ich habe hier einen Starter. Wir müssen mal gucken, ob der Lebenszeichen zeigt. Die Hefe ist ein Jahr alt und ich hatte die jetzt ein bisschen aufgeweckt. Da hat sie kurz Aktivität gezeigt und wenn der Starter funktioniert und der heute Abend Aktivität zeigt, dann nehme ich die Landen L3 ist das. Oder was ich auch habe, ist, ich habe noch ein Bier, was gerade mit der Gärung durch ist und da ist der Bodensatz eine S04, die können wir natürlich problemlos verwenden. Ne? Also wir sind mit allem gerüstet. Empfehlen tust du auch die S04, glaube ich, in deinem Rezept. Genau, oder halt sogar die WHC Old English. Das ist eigentlich, glaube ich, die Nottingham, wie ich gehört habe, was ich auch krass finde, weil ich eigentlich gar kein Fan von der Nottingham bin. Die Bond ist das, die ist die S04, glaube ich, ne? Die heißt dann Genau. WHC Bond. Aber ich muss echt sagen, also ich habe da auch mal 40, 50 Liter irgendwie Dark Malt mal mitgebraut. Das ist geil geworden. Also das ist echt, also auch schön klar geworden. Fand ich eine schöne Hefe. Da war der Rest wahrscheinlich auch echt gut. Also die Nottingham kann das ja sehr gut, dass sie dem Rest die Bühne überlässt. Man kann ja nur nicht erwarten, dass die Nottingham da tolle Aromen reinbringt. Ja. Ich habe mit geführter S04, also wenn die ein paar Mal flüssig war, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und Landen L3 ist natürlich auch toll. Die macht schön Pfirsich oder sowas da rein. Genau, das ist so Steinfrühe, Steinobst. Ne? Steinobst, ja. Genau, ja cool. Okay, und Wasser noch. Wir haben ein dezentes Wasseraufbereitungsprofil. Ich blende euch das hier einfach unten ein. Ja. Habe ich ein bisschen nachgebaut hier, wie der Dave das auch vorschlägt. Und dann sind wir soweit. Cool. So. Let's go. Let's go. Einmeischen tut's schon. Nee, wir haben noch nicht eingemeischt. Nee. Aber es ist schon warm hinter uns, das Wasser. Dann meischen wir jetzt gleich ein. Ich zeige euch ein paar Clips vom Brautag und dann sehen wir uns wieder bei der Verkostung. Und wir zwei schauen uns so lange meine Handpump an. Geil. Das seht ihr dann nicht. Bis dann, macht's gut. Ich aber auch. So, und hier sind wir jetzt bei der Verkostung. Es ist einige Wochen später, damit das Bier auch entsprechend gut reifen konnte. Und wir sind jetzt sehr gespannt. Das Bier stand jetzt in so einem PET-Keg Ochsebar, das ich zum ersten Mal ausprobiert habe, auf dem Balkon. Deswegen haben wir eine ganz schöne Menge Chill Haze, die man hier sieht. Aber ich denke, da ist nicht allzu viel Hefe in der Schäbung. Das ist, am Anfang war das meine Sorge, dass es deswegen so trüb ist. Ja, und dann wollen wir mal probieren, wie es uns schmeckt, ne? Prost, Dave. Cheers. Ja, nicht schlecht. Es ist sehr wenig aromatisch. Also ich hatte vorhin schon mal dran geschnuppert. Es ist typisch für ein Malt. Es ist ja erstmal sehr, sehr wenig Stammwürze. Es ist natürlich vom Charakter so ein bisschen wässrig. Das merkt man immer. Man kann das kontern, indem man dann trinkt, wenn besonders viel Schaum drauf ist. Das ist jetzt bei mir gut carbonisiert, weil ich das extra so carbonisiert habe, dass das bei der sehr kalten Temperatur draußen 0 Bar hat. Also so 2,8, 2,9 Gramm pro Liter CO2. Ja, und es hat halt so eine leichte Schokonote. Es ist sehr dezent hopfig, ne? Also man hat so ein kräuteriges im Mund und auch auf der Nase. Ich habe auch so tatsächlich so Erdbeermarmelade, so ein bisschen solche Aromen. Also ich finde auch der Unterschied von Pellet-Hopfen zu Doldenhopfen doch hier schon relativ deutlich. Aber so gefällt mir aber sehr gut. Also es ist halt wirklich eher so ein bisschen ausgewogen, nicht so krass malzig.
sondern halt eher wirklich so auf dieser leicht hopfenfruchtigen Seite und ich finde es auch gar nicht so wässrig, wenn ich ehrlich bin. Also wir sind ja, glaube ich, bei ca. 4% Alkohol hier, Ja, ich glaube, ne? 3,5 war das oder so. Ich werde das irgendwo einblenden. Genau. Ich habe gerade tatsächlich vergessen nachzugucken. Aber ich finde das wirklich extrem angenehm zu trinken. Ja. Also es ist wirklich, also hat auch leichte so Toffee-Noten, so ganz, Auf ganz jeden leicht. Fall, ja. Also es war ja ein bisschen Crystal drin, aber relativ wenig. Und wir hatten nicht das Caramel verwendet, sondern Cara Gold. Das heißt, das ist jetzt vom Körper ein bisschen weniger, als es im Originalrezept wäre. Aber ja, also für 3,5% ist das ein echt gutes Bier. So muss man es ja Übelst. eigentlich sagen. Ne? Ja. Aber man merkt halt, dass es schon unter 4% ist. Das ist so. Es gibt ein paar englische Brauereien, wo man da denkt, so, wow, mit 3,4 kriegen das gerade noch so hin. 3,4% ist ja so ein neuer Standard in England, weil sich die Steuergrenzen geändert haben. Also die wollen jetzt alle auf 3,4 runter, auch wenn sie vorher 3,6 gemacht haben. Und bei einigen Brauereien klappt das halt, bei anderen schmeckt es dann richtig schlecht. Also da ist das hier schon so Top 10, würde ich sagen. Ja, und wie gesagt, also mir gefällt halt einfach auch so die Balance zwischen Malz und Tropfen tatsächlich. Also wir hatten ja den Tage, glaube ich, als genau. Golden Hopfen. Genau, also mega. Ja, die letzte Gabe war in den letzten 5 Minuten. Der ist halt so ganz dezent fruchtig-kräuterig. Ne? Also es ist noch mehr kräuterig als fruchtig. Ich hatte ja gesagt, ich kenne das im Whirlpool, dass der Zitrone macht. Das merke ich jetzt hier nur ganz wenig. Aber das ist ja auch sowas, das merkst du am Anfang nur als erfrischend. Und das kommt dann später, dass das irgendwie super zitronig riecht. So ganz leicht, ja. Ja, ne? So Zitronenmelisse würde ich sagen, eher anstatt. Stimmt, wegen des Kräuterigen. Ja. Ja, das passt gut, genau. Aber mega. Geil. Man sieht hier auch gut an dem Glas, wie hammerstabil der Schaum ist. Und das muss man wirklich sagen, das ist bei so einem Bier echt schwer. Also das ist schon mal richtig nice. Ja, also wir hatten es jetzt halt auch schon 3-4 Minuten stehen gehabt, bevor wir das Video angefangen haben aufzunehmen. Und das kam wirklich, also wir können ja noch mal vielleicht gleich eine Aufnahme noch mal zeigen. Wie man zapft, genau. Das wird hier mit der Handpump gezapft, das läuft richtig gut. Ja. Also ist auf jeden Fall anders als mein Dark Malt, so, aber es ist trotzdem mega geil. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Rezept mal nachzubrauen und das mal zu versuchen. Das ist echt cool. Genau. Das Pale Chocolate merke ich auch, das Malz, das ist so ganz leicht röstbitter auf der Zunge, aber es geht jetzt schon in die Richtung nach 5 Wochen, dass es sehr mild wird. Ne? Sich ausbalanciert, man hat diese leichte Schokoladennote in der Nase. Genauso wie der Dave das beworben hat. Genau. Sehr gut. Ja, cool. Na dann. Das Buch ist auch mittlerweile angekommen. Ich habe es mir unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Meine Tochter guckt hier sonst immer so gerne in meine Bierbücher, weil da Pferdekutschen drin sind. Das ist jetzt leider hier nicht der Fall. Aber sie hat am zweiten Tag gesagt, können wir bitte nochmal Fotos von David angucken. Hat sie wirklich. Das war total niedlich. Genau. Gott. Also ist was für die ganze Familie, so ein Buch. Ne? Legt es euch zu. Ja dann. In Jo. diesem Sinne, allzeit gut sucht, würde ich sagen. Ne? Genau. Und wir cheers. trinken jetzt noch das Fässchen leer. Bis Ja. dann. Ciao. Sehr schön. Das war's? Das war's. Das ist das Video?